Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir den Pep von Graupner aus. Es ist ein kleines Segelflugzeug aus Holz, ein Bausatz. Und der war gerade günstig im Angebot. Außerdem ist dieser Flieger bestimmt richtig cool fürs Fliegen auf dem Berg in meiner Region. Ich will gar nicht mehr viel herumreden. Der Segelflieger ist aus Vollbalsa und hat eine Spannweite von 1 Meter. Ich habe hier schon aufgeschnitten und wir öffnen gleich die Schachtel. Die Schachtel ist, muss ich sagen, sehr kompakt gehalten. Für das eigentlich gar kein so kleines Modell rauskommt, haben wir hier Anleitungen in 3 Sprachen: Deutsch, Französisch und Englisch. Gut. Dann einen Stickersatz, Graupner und Pep. Das sieht mir sehr verdächtig schon nach Höhenruder aus. Würde ich mal annehmen. Höhenruder. Dann 2 kleine Päckchen mit diversen Kleinteilen, Motorspann, Ruderhörner. Solche Sachen werden das sein. Ja. Ich kann es jetzt noch nicht konkret sagen, aber Motorspann wird das wahrscheinlich sein. Dann, das dürfte irgendwie die Rumpfnase werden. Sehr dickes Balsa. 5 mm oder so. Hier, das sind wahrscheinlich die einzelnen Teile für den Rumpf, Seitenteile, Beplankungen, Verstärkungen, diverse Teile. Keine Ahnung. Dann, das werden Endleisten sein. Die Tragfläche. Die Tragfläche hat eine kleine Besonderheit, und zwar, wie ihr bestimmt seht, ist die in Vollbalsa. Sie ist schon profiliert und in Wahrheit einfach ein Balsabrett, was in die richtige Form zugeschnitten ist. Das ist flach und das Profil, ja, das Profil ist nicht sehr kompliziert gemacht. Hier haben wir noch die Wingtips. Die sind wie die Tragfläche in Vollbalsa gehalten. Sie steht aus dem Gummiring heraus und die kann man dann außen so an die Tragfläche kleben. Und die haben so eine kleine Wirkung als Ohren, also stehen ca. 15 Grad nach oben. Das wäre mal die Tragfläche. Dann ganz praktisch ein Schleifklotz, auch schon im Bausatz enthalten, mit 2 verschiedenen Körnungen. Sehr praktisch gemacht. Dann Plastikschrauben zum Befestigen der Tragfläche, ein paar Metallschrauben und Gewinde für die Befestigung der Tragfläche später wahrscheinlich. Hier ein Bodenzug, wobei ich sehr skeptisch bin, ob das funktionieren kann. Ihr seht, das ist ein Draht mit einem Durchmesser von
0,5 mm. Da das dieses lange Gestänge ist, kann das eigentlich nur fürs Höhenruder sein. Also eine Höhenruderanlenkung mit einem 0,5 mm Draht in einem Plastikschlauch. Da bin ich wirklich skeptisch, ob das was werden kann. Alternativ habe ich noch genügend andere Drähte bzw. CFK-Stäbe, mit denen ich das ersetzen kann. Weil ja, so elastisch wie das ist, bin ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Hier ist noch ein Vierkantstab. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wofür der gedacht ist, aber das wird sich noch früh genug zeigen. Ich räume kurz zusammen, dann sehen wir uns schon mit dem Bauplan. Hier die Anleitung. Sie ist in Farbe gehalten. Schon mal ein super. Das haben sie schon mal gut gemacht. PEP Elektroflug Modell. Gut, wir blättern auf die erste Seite und schauen, was da steht. Hier gibt es eine Einleitung, eine bestimmungsgemäße Verwendung, Zielgruppe, Klebstoff und Bauschritt 1. Also zuerst wird der Rumpf aufgebaut aus vermutlich diesen Teilen und Spanten, die wahrscheinlich in diesem Säckchen drin sind. Ja, dann werden so Nadeln empfohlen fürs Festklemmen. Okay, fürs Höhenruder muss man noch die Wingtips dran kleben. Seitenruder besteht aus mehreren Teilen, die zusammengeklebt werden müssen. Das Akkufach. Die Tragfläche ist auch eine recht interessante Konstruktion. Es sieht nicht nur danach aus. Die Servos werden einfach, vielleicht wie man es von Schockflyern kennt, außen an die Tragfläche geklebt. Und um nicht irgend so einen viereckigen Klotz dran zu kleben, gibt es hier so, wie wird das genannt? Servoverkleidungen. Gute Idee an die Firma Graupner, das haben sie kreativ gelöst. Ich bin gespannt, wie es sich in der Realität zeigen wird. Zunächst müssen wir dann die Servos verkabeln. Das sieht mir so nach 9 Gramm Servos aus in der Tragfläche. Im Rumpf wird wahrscheinlich ein ziemlich ähnliches sein, ist jetzt aber gar nicht so relevant. Dann Antrieb, Luftschraube, ja, noch die Stückliste, ja, Zubehör. Ja, das war's dann schon mit dem Modell an sich. Wir schauen uns aber jetzt noch an, welche Elektronik ich überhaupt verbauen werde. Sicherlich kennt, mag ich Modelle, die etwas übermotorisiert sind. Laut den Empfehlungen, ich glaube hier müsste es irgendwo stehen, keine Ahnung, fliegt dieses Modell mit 2S und irgendeinem kleinen Schoki-Motor. Ich stattdessen werde diesen Motor nehmen, geht für 3S und konkret ist das ein Turnigy 2826 mit 1400 Umdrehungen pro Minute und Volt. Ich denke mal, der wird passen für meine Anwendungen. Wir werden es sehen. Empfänger wird
irgendein Friske 4 oder 6 Kanalempfänger sein, den ich zum Zeitpunkt, wenn ich mit dem Flieger fertig bin, zur Verfügung habe. Empfänger, Regler, genauso werde ich einfach den nächstbesten nehmen, den ich habe. Ich habe einige zu Hause. Irgendeiner davon wird passen. Und als Servo kommen 3 Hobby King 9 Gramm Servos zum Einsatz. Ich glaube, für dieses Modell werden die ausreichen. Im Übrigen sind das sogar die günstigsten Servos, die ich je gefunden habe. Ich zeige es mal ganz kurz in die Kamera, was das ist. Und zwar sind die von Hobby King und ich glaube, ein Stück davon kostet 3,50 Euro. Nur so als Randkommentar. Ich will jetzt dieses Modell nicht schlecht reden, dass ich hier einfach so billige Servos einbaue, aber andererseits habe ich die halt einfach und man kann es ja mal probieren. Ich glaube nicht, dass die Servos so schlecht sind. Als Propeller werde ich so eine Klappluftschraube von Aeronaut in der Größe 6x5 Zoll verwenden. Gewicht 365 Gramm steht hier. Also mit diesem Antrieb wird der PEP hoffentlich senkrecht drauf gehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das funktioniert. Ja, jetzt habe ich euch alles gezeigt, was es zum Sagen gibt beim PEP. Es sieht nach einem ganz interessanten Bauprojekt aus. Ich freue mich schon drauf, mit euch gemeinsam diesen Flieger zu bauen und dann auch zu testen. Ich freue mich aufs Hangfliegen, was bestimmt auch sicher gut geht mit dem Modell. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.